Let us begin with a prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you that we can gather together again danke, dass wir wieder zusammenkommen können and that we can consider your word. und dass wir dein Wort betrachten dürfen. And thank you that you always want to show us the times and seasons, Und danke, dass du uns immer die Zeiten, Saison zeigen möchtest, that we can know where we are. dass wir eben wissen können, wo wir sind. And we ask you now to please also reveal your word more fully to us, to our current situation. Und wir bitten, dass du uns jetzt dein Wort noch weiter uns auftust in Bezug unserer gegenwärtigen Situation. And help us to come to right conclusions, Und hilft uns, zu richtigen Schlussfolgerungen zu kommen. and where we still put our own construction upon it, that you would correct us. Und wo wir immer noch unsere eigenen Ideen da hinzufügen, dass du uns zurechtweist. And that we would come to see things as you see them. Und dass wir die Dinge dann sehen würden, so wie du sie siehst. So please bless us tonight, So bitte segne uns hier heute Abend and may you forgive the sins that would separate us from you. und mögest du die Sünden vergeben, die uns von dir trennen. And we ask and pray all these things in Jesus' name. Und wir bitten und beten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I posted some notes in the live stream group, So, ich habe einige Notizen in der Livestream-Gruppe gepostet. and this evening we want to look at the little time of peace again. Und heute Abend wollen wir wieder die kleine Zeit des Friedens anschauen. And I think we need to understand a few things more fully for our time. Und ich glaube, wir müssen für unsere Zeit immer noch ein paar Sachen noch völlig verstehen. And also this current crisis, this current war in Ukraine Und auch dieser gegenwärtige Krieg in Ukraine has something to do with this. Okay. hat irgendetwas damit zu tun. Okay, so let's first establish some points, So, lass uns zuerst einige Punkte etablieren. and we want to look at this little time of peace, and then also what starts a little time of peace, what ends a little time of peace. Ich wollen diese kleine Zeit des Friedens anschauen, nämlich was das kleine Zeit des Friedens beginnt und was es beendet. Okay, so let's go to this first quote, Dann gehen wir in die Notizen zu diesem ersten Zitat. and this is the quote about the little time of peace. Und das Okay. ist eben Zitat über den kleinen Zeit des Friedens. It says, I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion. War, bloodshed, privation, want, famine, and pestilence were brought in the land. As these things surrounded God's people, they began to press together and to cast aside their little difficulties. Self-dignity no longer controlled them. Deep humility took its place. Suffering, perplexity, and privation caused reason to resume its throne. And the passionate and unreasonable man became sane and acted with discretion and wisdom. So historically this was the First World War, right? Historisch war dies der Erste Weltkrieg. And then it says, my attention was then called from the scene. There seemed to be a little time of peace. Once more the inhabitants of the earth were presented before me. And again, everything was in the utmost confusion. Strife, war, and bloodshed, with famine and pestilence, raged everywhere. Other nations were engaged in this war and confusion. War caused famine, want and bloodshed caused pestilence, and then men's hearts failed them for fear, for the looking after those things which are coming on the earth. Okay, so this was then the Second World War, right? Dies war dann der Zweite Weltkrieg. But in between there was, she says, this seeming time of peace. Aber dazwischen gab es ein scheinbares Zeit des Friedens, wie sie sagt. Okay, so on our line, where do we mark the First and Second World War? Und auf unserer Linie, wo markieren wir der Erste und Zweite Weltkrieg? No, so two Sundays. Zwei Sonntagsgesetze. And in between you have the little time of peace. Dazwischen gibt es der kleine Zeit des Friedens. Okay, so that's the pattern, right? Das ist eben der Muster. Two times of trouble,
Zwei Zeiten des and Trübsals, a little time of peace in between. dazwischen eine kleine Zeit des Friedens. Mhm. I know that we used to do that, but I also taught things since then that showed that because when you look at Matthew 24, Matthew 24 is just dealing with the shaking of the earth, shaking of the heavens and the earth, right, which is one Sunday law. So as I'm saying, how would you still uphold that? Because when we first taught that, we didn't understand this the way we did then. So I don't know if you could still say that it's the two Sunday laws. Also But die it's one Frage, Sunday law with a time of peace in the middle. die Frage würde gestellt, dass seitdem, dass wir Matthäus 24, also die Aussage würde gesagt, dass seitdem wir Matthäus 24 besser verstanden haben, das handelt sich über die Erschütterung der Erde und dann die Erschütterung vom Himmel und Erde und das ist eben ein Sonntagsgesetz. Es wäre dann schwierig, dass wir das auf die beiden Sonntagsgesetze denn perfekt versetzen konnte. Also es schien, als wäre es eine Zeit des Trübsals, kleine Zeit des Friedens, Zeit des Trübsals innerhalb eines Sonntagsgesetzes. That's what I can remember. But Yeah, I mean, I also can't fully remember where we 'cause you ended up last time. But you have a time of peace with the 70 years where previously is forgotten, so you have it in the bigger frag. Also in der größeren Fraktal ist es wohl da, weil es gibt diese kleine Zeit des Friedens, wo der Papsttum diese 70 Jahre, die Zeit eines Königs, vergessen ist. yes. But we also had this with the seals, right? In the sense that the sixth seal marks the shaking of the heaven and the earth, and this would equate to the Second World War. Wir hatten aber das auch in den Siegeln, wo der 6. Siegel, das war die Erschütterung vom Himmel und Erde und das wäre dann auf die Linie der Zweite Weltkrieg Okay. gleich. But yeah, I'm also open to this, but it actually at the moment doesn't matter. Okay. Also ich bin zu dieser Frage noch offen, aber im Moment zu dem, was wir hier jetzt tun, tut sich nichts. Because I just want to speak about the pattern. Denn Okay. ich möchte jetzt im Moment nur über das Muster sprechen. Yeah, 2 times of trouble divided by a little time of peace. Kleine Zeit des zwei Zeiten des Trübsals, getrennt von einer kleinen Zeit des Friedens. Okay. And so inside the Sunday law, we understand we have the same pattern, right? Innerhalb des Sonntagsgesetzkrise verstehen wir, ist derselbe Muster zu sehen. So you have a time of trouble. Eine Zeit des Trübsals, Sorry? 46 in the Sunday of crisis, 4 and 6, the two. This is when we applied the 2 world wars inside the Sunday law. ja, also wir haben den 46 innerhalb des Sonntagsgesetzkrise, also die 2 Weltkriege innerhalb des Sonntagsgesetzkrise mal I mean, I remember we first markiert. put them inside the Sunday law, then we put them in the 2 Sunday laws, and maybe then I can't remember. Ich erinnere mich, dass wir zuerst sie in den Sonntagsgesetzkrise markiert haben und danach auf die 2 Sonntagsgesetze versetzt und jetzt wieder, aber es ist wahrscheinlich beides. Okay. So, but inside between we understand we have this little time of peace inside the Sunday law. Right? Aber innerhalb, zwischen die beiden, innerhalb des Sonntagsgesetzkrise gibt es diese kleine Zeit des Friedens. Okay. So, and that's exactly what I wanted to come to, right? To this pattern inside the Sunday law. Zu diesem Muster innerhalb des Sonntagsgesetzes ist gerade den Muster, zu dem ich kommen wollte. Okay, so now let's go to this next quote, Gehen wir jetzt zu diesem nächsten Zitat and this speaks about the Sunday law. und das spricht über den Sonntagsgesetz. And what I want you to see from this quote is what actually marks the beginning of the Sunday law. Und was ich möchte, was wir von diesem Zitat sehen, ist, was das Anbeginn der Sonntagsgesetzkrise markiert. Okay, and it's actually already in the word Sunday law itself. Okay. Das ist sogar in das Wort Sonntagsgesetz beinhaltet. Okay. It says, to secure popularity and patronage, legislator will yield to the demand for a Sunday law. Those who fear God cannot accept an institution that violates a precept of the Decalogue. On this battlefield comes the last great conflict of the controversy between truth and error. And we are not left in doubt as to the issue. Now, as in the days of Mordecai, the Lord will vindicate his truth and his people. By the decree enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God, our nation will disconnect herself fully from righteousness. So,
what will they issue? So, was werden sie herausgeben? A decree. Ein Right? Dekret. And a decree is a law. Ein It Dekret is ist the gleich Sunday law. ein Gesetz, eben ein Sonntagsgesetz. So therefore this waymark begins when the law is put in place. So, Yeah? deswegen diesen Wegmark fängt an, wenn dieses Gesetz aufgestellt wird, Okay, also so erlassen wird. it's a decree. Es ist eben ein Dekret. And let's continue. Lesen wir weiter. It says, when Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when under the influence of this threefold union, our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government, and shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions, then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan, and that the end is near. Okay, so who comes together at the Sunday law? So, am Sonntagsgesetz, wer ist es, der zusammenkommt? Threefold union. Der dreifaltige Union. Threefold union. Okay. And before they make this decree, what time was there? Und noch bevor sie diesen Dekret erlassen, was gab es für eine Zeit? Time of peace, right? Eine Zeit des Friedens. Before that, you also had the LTP. Noch davor gab es hier kleine Zeit des Friedens. Okay. Next paragraph. Nächster Absatz. As the approach of the Roman armies was a sign to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, so may this apostasy be a sign to us that the limit of God's forbearance is reached, that the measure of our nation's iniquity is full, and that the angel of mercy is about to take a flight never to return. The people of God will then be plunged into those scenes of affliction and distress, which prophets have described as the time of Jacob's trouble. So when the Sunday law comes, which time begins? So, wenn der Sonntagsgesetz kommt, was für eine Zeit fängt an? In a typical sense. Yes, in a typical sense, Jacob's trouble, right? Typisch gesehen, es ist der Zeit von Jakobs Trübsal. Yes. So basically you have Jacob's trouble here. So, Jakobs sein Trübsal. From here to here. Right? Hier den ganzen Linie. And this is what we understand. Under one time of trouble, you have two times of trouble divided by a time of peace. Das ist, was wir verstehen. Unter der einen Zeit des Trübsals gibt es zwei Zeiten des Trübsals, getrennt von einer kleinen Zeit des Friedens. Okay, now let's go to Matthew 24. Und wir jetzt in Matthäus 24. Beginning in verse 3 down to verse 8. Die Versen 3 bis 8. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Okay, so where do we mark these verses here? So, wo markieren wir diesen Versen? The Sunday law, Am right? Sonntagsgesetz. So nation against nation, kingdom against kingdom. So, Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich. So it's shaking of the earth, Das ist right? die Erschütterung der Erde. It's a time of trouble. Zeit des Trübsals. Why? Warum? Yes, why? So, warum? Yes, because of the Sunday law, right? Wegen des Sonntags. Okay, Wegen des Sonntagsgesetzes. because of this decree. So, wegen dieser Dekret. So the decree Oh, you mean, issues, why did they start fighting? yes, Okay, now I No, I understand. the decree issues in the time of trouble. So, Okay. das Dekret öffnet den Zeit des Trübsals auf, Beginnt. bahnt es Ja, ein, bahnt. so, Leitet es ein. leitet es Ja. ein. Danke. Okay, because before the decree there was a time of peace, after the decree
It's a time of trouble. So noch bevor der Dekret gab es eine Zeit des Friedens und nach der Dekret eben Trübsal. Okay. And this nation against nation Und diese Nation gegen Nation is also typified by which historical event here? ist auch vorausgeschattet durch welches historisches Ereignis? 1848. Yes. 1848. So let's go to this next quote. Gehen wir jetzt zu diesem nächsten Zitat. December 16, 1848. The Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. I saw that when the Lord said heaven in giving the signs recorded by Matthew, Mark, and Luke, he meant heaven. And when he said earth, he meant earth. The powers of heaven are the sun, moon, and stars. They rule in the heavens. The powers of earth are those that rule on the earth. The powers of heaven will be shaken at the voice of God. Then the sun and moon and stars will be moved out of their places. They will not pass away, but be shaken by the voice of God. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God. The holy city will come down through that open space. I saw that the powers of earth are now being shaken, and that events come in order. War and rumors of war, sword, famine, and pestilence are first to shake the powers of earth. Then the voice of God will shake the sun, moon, and stars, and this earth also. I saw that the shaking of the powers of Europe is not, as some teach, the shaking of the powers of heaven, but it is the shaking of the angry nations. Okay, so we understand first the earth is shaken, So, wir verstehen, dass zuerst die Erde wird erschüttert, and then heaven and earth are shaken. danach der Himmel und Erde werden erschüttert. And the shaking of the earth is nation against nation. Und die Erschütterung der Erde ist eben Nation gegen Nation. But when the heaven gets shaken, Aber wenn der Himmel erschüttert wird, the earth also gets shaken. die Erde wird auch damit erschüttert. Therefore, there's also again nation against nation. So, deswegen gibt es wieder Nation gegen Nation. And where do we understand does the voice of God shake heaven and earth? Und wo verstehen wir die Stimme des Herrn, dass es Himmel und Erde erschüttert? Seventh plague. Die 7. Yes. Plage. Okay. So, therefore, at the seventh plague we also have nation against nation, right? Deswegen an der 7. Plage haben wir auch Nation gegen Nation. And obviously here in the Sunday law it's just a type for the seventh plague. Und auch hier in der Sonntagsgesetzkrise ist das nur ein Typus für die 7. Plage. Okay, and this incident here in 1848, this trouble that came up, Dieses Ereignis 1848, dieses Trübsal, der aufkam, what was the cause for it? so was war der Ursache? Yes. This decree, right? Or the attempted decree. So, Okay. diese versuchte Dekret. They wanted to put back the Pope. Sie wollten den Papst wieder auf den Thron setzen. Okay. So, therefore it's always about this decree. Okay? Es handelt sich immer über diesen Dekret. Because in this quote earlier we read, when they make the decree, they separate themselves fully from righteousness. Okay? Wir haben in dem Zitat zuvor gelesen, dass wenn die den Dekret erlassen, dann trennen sie sich vollständig von Gerechtigkeit ab. And it also says when we go in our Bibles to Psalms 126, Und das sagt auch in unseren Bibeln, wenn wir zum Psalmen 119, verse 126. Psalm 119 und Vers 126 geht. 119, 126. It says, "It is time for thee, O Lord, to work, for they have made void thy law." And so they make void God's law So, sie haben Gottes Gesetz außer Kraft gesetzt through this decree. durch diesen Dekret. Okay, and this is when they separate themselves from God, and now Satan has the power to cause mayhem. Da ist es, wo sie sich von Gott trennen und Satan hat dann den Kraft, also sein Chaos auszuüben. Okay, so therefore we can see here, the decree comes, threefold union comes together, So, wir können hier sehen, das Dekret kommt und dann kommt dabei der dreifaltige Union zusammen. and this begins the trouble, Das fängt diese Trübsal an, and it's illustrated by nation against nation. dargestellt mit Nation gegen Nation. Okay, now let's go to the next quote, Gehen wir zu diesem nächsten Zitat. and it's enough if we just read to the middle of it.
Und das genügt, wenn wir nur das mittlere Teil lesen. Until the middle. Also bis zu dem mittleren Teil lesen. It says, I saw that the 4 angels would hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the 7 last plagues. These plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgments of God upon them, and that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God. The 144,000 triumphed. Okay, so this speaks now about the 7 last plagues here, right? Das spricht hier über die 7 letzten Plagen. And where do we understand, where do they make this decree? Und wo verstehen wir, dass die diesen Dekret machen? 6th plague, right? Der 6. Plage. Okay, so here again, therefore, is the decree marked. So hier wieder ist das Dekret markiert. Okay, I mean, here in the Sunday law time, it's just a type for the 6th plague, right? Und hier in der Sonntagsgesetzkrise wieder der 6. Plage ist nur ein Typus. Yeah, so we have 2 decrees. So wir haben hier 2 Dekreten. And obviously, in the Sunday law time, it's the Sunday law, right? Both decrees. Und auch in der Sonntagsgesetzkrise, beide von diesen Dekreten sind eben ein Sonntagsgesetz. Yeah, it's just the same Sunday law, just here they now apply it directly against you. Okay. So, es ist dasselbe Sonntagsgesetz, Dekret, nur hier wenden sie es direkt gegen dich an. And when we go now to Revelation chapter 16, Und wenn wir in unseren Bibeln zur Offenbarung 16 gehen, let's read the 6th plague. und lesen über die 6. Plage, Let's read verses 12 to 14. die Versen 12 bis 14. It says, And the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. So, who comes together at the 6th plague? So eine 6. Plage, wer ist es, der zusammenkommt? Threefold union. Die dreifaltige Union. Yes, same as here. Dasselbe wie hier am Anfang. So if the threefold union comes together again, what does it therefore mean? What must have happened earlier? So, if der dreifaltige Union wieder zusammenkommt, also was sagt das voraus? Was geschah davor? Must have been Yeah. Yes. Sie sind voneinander getrennt worden davon. So and this then marks the little time of peace, right? Und das ist, was der kleine Zeit des Friedens markiert. So little time of peace, the woman is under subjection, right? In der kleinen Zeit des Friedens, die Frau ist unter Unterwerfung, Unterworfen. ist unterworfen. But here she gets the ascendancy and therefore the time of trouble begins. Aber hier bekommt sie die Oberherrschaft wieder und Zeit des Trübsals beginnt. But then comes this check, a small check inside the Sunday law. Aber innerhalb des Sonntagsgesetzes wird sie kurz gestoppt. So just mark it like this. midnight to the midnight cry. Dreifaltige Union getrennt. And this marks the little time of peace. Und das denn markiert der kleine Zeit des Friedens. Yes, and we always mark it as midnight to the midnight cry, right? Und wir markieren das immer Mitternacht bis zur Mitternachtsruf. Yeah, but I don't put it on now because otherwise it might be confusing to people. Okay. Aber ich markiere das hier nicht, denn das mag vielleicht ein bisschen verwirrend sein. Okay. So, but we also understand. So the threefold union separates here, then it comes back together in just an intensified version. Right? Wir wissen, dass der dreifaltige Union hier sich trennt, aber dann kommt wieder zusammen, nur in eine intensivere Version. And what happens here Und was geschieht with the hier threefold union? mit der dreifaltigen Union? Punished. Yeah, punished, right? Bestraft. And it separates again. Und es trennt sich wieder. So we are here in the plagues. So let's just jump down to verse
17. So in unseren Bibeln, wir sind gerade bei den Plagen und lass uns jetzt zu Vers 17 in Offenbarung 16 gehen. It says, "And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, 'It is done.'" And now verse 19. Jetzt Vers 19. "And the great city was divided into 3 parts." How many parts? Und wie viele Teile? Yes, was divided, right? Ja, es wird zertrennt. So- Getrennt. Separates here again under the 7th plague. So, es trennt sich hier wieder unter der 7. Plage. Okay. So, threefold union. Divided or separates. Getrennt. Okay. So, alright. So, having understood this, So, da wir das verstanden haben, let's go now also to the story of Daniel 2. lass uns zu Oh, der Geschichte no, Daniel 3, sorry. von Daniel 3 gehen. Daniel 3. And we understand, yeah, they were delivered up Wir verstehen, dass sie ausgeliefert wurden and they gave their faithful testimony before the king, und right? sie haben ihrem treuen Zeugnis dem König And abgelegt. at the end, they gave this final testimony and were cast into the fiery furnace. Und am Ende gaben sie dieses letztes Zeugnis und wurden dann in den Feuerofen geworfen. Yes. Amen. Okay, which was 7 times hotter. Was den 7-fach erhitzt würde. Okay, but the Lord delivered them. Aber der Herr Let's befreite sie. read now verse 28 Und wir lesen jetzt Vers 28 to 29. bis 29. Then Nebuchadnezzar spake and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree, that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort." And then also verse 30. Dann Vers 30. Then the king promoted Shadrach and Meshach and Abednego in the province of Babylon. So what did Nebuchadnezzar do here? So, was tat Nebukadnezar hier? He made a decree, Er right? hat ein Dekret erlassen. But this decree was a Aber dieses Dekret counter decree. war Okay. ein Gegendekret. Okay, so when we understood, when the decree comes, it causes a time of trouble. So, Right? wir haben verstanden, dass wenn ein Dekret kommt, es verursacht eine Zeit des Trübsals. And when the decree is taken away, a time of peace comes. Und wenn der Dekret weggenommen wird, dann eine Zeit des Friedens Okay. folgt. So, counter decree. Therefore, the same principle must also hold then for this time of peace here. Right? Deswegen dasselbe Prinzip muss auch das gleiche sein für diese kleine Zeit des Friedens hier. So therefore, the Sunday law must be checked here for a short time in this time. Right? Der Sonntagsgesetz muss hier für eine kleine Zeit hier drin gestoppt werden. Okay. All right. But when we go back to this story of Daniel chapter 3. Aber wenn wir zurück zu der Geschichte in Daniel 3 gehen, Yeah, so they were delivered up, sie right? wurden ausgeliefert. And what did the king, on Daniel 2, what did Daniel, for instance, ask So, for? in Daniel 2, wonach bat Daniel, Verzeihung, Time, right? er bat um Zeit. So this is this time that is given to you. So, hier, dies ist das Zeit, was dir gegeben ist. Yeah, so, and also in Daniel 3, what did the king offer them to Und do? auch in Daniel 3, was hat der König angeboten? Time to An reconsider. opportunity to consider his Yes, exactly. Also Yes. Zeit, um sich das anders zu überlegen. Yeah, they could still recant and be restored. Also Okay. sie konnten ihre Meinung ändern und wiederhergestellt werden, aus Okay. seiner Sicht.
But eventually they made their final confession. Right? Aber letztes Endes haben sie ihre endgültige Bekenntnis abgelegt. And so we understand here you're basically now confronted with the death decree. So, wir verstehen, dass hier wirst du von diesem Totendekret konfrontiert werden, Yeah. But here it's to be executed. aber Okay. hier wird es ausgeführt. Yes? Amen. Okay, so let's read this. Lass uns das lesen. Let's read verse 19. Vers 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. So what did the king do? So, was tat der König? Yes, he made a decree, right? He commanded now. Er hat ein Dekret erlassen, er hat einen Befehl gegeben. Yeah. So, therefore, here there's another illustration of that the king makes now a decision, a decree. So, Okay. deswegen hier gibt es eine weitere Darstellung, wo der König eine Entscheidung oder eben ein Dekret erlässt. So, here everybody is to bow down. So, hier soll jeder sich beugen. Here is now when you're confronted personally that you're a transgressor, that you're now facing death. So, hier wirst du persönlich damit begegnet, dass du ein Übertreter bist und dem Toten ins Gesicht schaust. And then here it says, okay, now go and kill them. Aber Okay. hier Executed. wird das Befehl erlassen oder ausgeführt, dich zu töten. Okay, so all right. And what did we already studied? Und was haben wir bereits studiert? Actually, it doesn't matter at the moment. Okay. Also im Moment, das ist nicht wichtig. Okay. So now let's go to another thought. So, lasst uns jetzt ein weiteres Gedanken aufgreifen. Here we have the seventh plague, right? So, hier haben wir die 7. Plage. And we see it's nation against nation. Und wir können sehen, dass es Nation gegen Nation ist. So, and this is basically what separates then the threefold union. at Und the end, das ist right? es, was die dreifaltige Union am Ende sich trennt. Okay. So therefore, what I want to now propose Und was ich denn dadurch vorschlagen möchte, is that this illustration must be in principle also here. dass diese Darstellung hier muss im Prinzip auch hier zu sehen sein. In the sense that since this leads to a separation, that something like this would also here lead to a separation. So, Okay. dass das hier zu einer Trennung führt, dass auch hier diese Trennung derselbe dazu führt. Okay, let's go to Genesis 11. So, lass uns zu 1. Buch Mose, Kapitel 11 You gehen. can't do that there without decree though. Without prediction. Because, I mean, we've had these, like for instance 9/11. There was no instant, there was none of that there in 9/11 because there was no prediction. So it's, doesn't matter, you make your point. So let's go to Genesis 11. Gehen wir zu 1. Buch Mose 11. And this is when they built the Tower of Babel, right? Hier ist, wo die den Turm Babel aufbauten. And then eventually the Lord came down and executed judgment upon them. Und am Ende kam der Herr herab und hat Gericht über sie ausgeübt. And what happened? Und was geschah? Let's read verses 7 to 8. Wir lesen die Versen 7 und 8. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth,
and they left off to build the city. So before that, what were they? So davor, was waren sie? One mind. Yes, they were one mind, one consent, one language. Right? Eine Gesinnung, die waren alle übereinstimmig, die waren einsprachig. Okay. But now what did happen? Aber jetzt, was geschah? They were scattered, Sie right? sind zerstreut worden. Yes, they were separated. Sie wurden getrennt. They could not understand each other's language anymore. Sie Okay. konnten einander nicht mehr verstehen. So, and Sister White, what does she say? Do you know this quote? Und Ellen White, was sagt sie? What Sagt ihr happened mit dem when they didn't understand themselves anymore? What? War breakdown. Yes, Wenn sie einander nicht verstanden haben, sie haben gegenseitig gekämpft. yes, nation against nation, right? Nation gegen Nation. Because there the origin of the nations is illustrated. Hier sind die Ursprung von Nationen dargestellt. So, and they started to slay each other. Sie fingen an, einander zu schlachten. So let's go now to Isaiah chapter 19. Gehen wir zu Jesaja Kapitel 19. And I also want to say everything that I present now, I'm still open. Yeah? Maybe I don't see things correctly, but now I just want to give my thoughts. Okay. Und jetzt möchte ich sagen, dass alles, was ich jetzt hier bringe, ich bin offen, um korrigiert zu werden, also, aber ich lege einfach meine Gedanken dar. Okay. Isaiah 19 verses 1 and 2. So, Jesaja 19, die Versen 1 und 2. The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. So where's this? So, wo ist das Vers 1? Seventh plague, right? Siebte Plage, When the Lord comes on the cloud. wenn der Herr auf den Wolken kommt. And I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. So what do we have here? Was haben wir hier? Vers 2. Nation against nation and Nation gegen Nation und brother against brother. Brüder Okay? gegen Brüder. So that's the point I want to highlight. Okay? Das ist ein Punkt, den ich hier herausragen möchte. Herausragen? Brother hervorheben möchte. Hervorheben möchte, danke. Okay. Brother versus brother. Okay. So therefore this illustration here, what takes place here in the seventh plague, So, okay, diese Darstellung, das was unter der siebten Plage hier stattfindet, which eventually leads to this time of peace here, was letztendlich zu dieser Zeit des Friedens führt, is because the threefold union is not united any longer. das ist, weil die dreifaltige Union nicht mehr vereint sind. They're now opposing each other. Sie Okay? sind gegeneinander. So, and I want to suggest that this is exactly the same thing that we can see at the moment. Und Okay. ich möchte vorschlagen, dass es genau das ist, was wir gerade im Moment sehen können. Okay, and let me explain what I mean with that. Lass mich damit erklären, was ich meine. So, because we understand with this vaccination mandate, okay, Wir verstehen mit diesem Impfzwang, they all had this global agenda, right? sie haben alle diese globale Agenda. Okay, but what do we see at the moment? Und was können wir sehen im Moment? Okay, there's no threefold union. And we're in the time period of just the south, and this is just the south that's mentioned. Yes, no, but it's just this. I just speak about the same principles. I mean, you can see that there's a confederacy in the world. Also man kann sehen, dass es eine Vereinigung in der Welt gibt, obwohl es unter den Süden ist. So, and at the moment, who's fighting against each other? Und im Moment, wer ist es, der gegeneinander kämpft? South against south. Yeah, brother against brother, right? Brüder gegen Brüder. Okay, it's well known that Russia and Ukraine are almost like one people, So, right? es ist wohl bekannt, dass Russland und die Ukraine sind eben ein Volk. And they call each other Brudervolk. I don't know the English term for it. I don't know what you say in English. So, sie nennen sich Brüdervolk. Like people of brotherhood. So, Okay. Menschen, same clan. So, I don't know. So,
Kindsvolk. Ja. Yes. Kindsvogt. Okay, so it's like a living illustration of this brother against brother. Das Okay, ist wie so, eine lebendige Darstellung von Brüder gegen Brüder. okay, and the interesting point is Und das Interessante ist, what before the war started, noch bevor dieser Krieg ausbrach, what happened or what did pass just shortly before. so was ist abgelaufen oder was ist erlassen worden kurz davor? Yeah, Ein Dekret. this vaccination mandate here in Austria, Also right? dieser Impfzwang hier in Österreich. Okay, so these are now just some thoughts, and we need to obviously more fully establish them. But Und das sind natürlich nur Gedanken und wir müssen sie völliger etablieren. but I want to suggest that the decree that was issued was actually illustrating this here. Aber ich möchte vorschlagen, dass der Dekret, der erlassen würde, stellt dieses Muster hier. Okay, Typifying. it's typifying when they execute the death decree against you. Okay? Schattet es voraus, wenn sie diesen Todesdekret gegen die ausüben oder gegen dich bringen. So let me just mark it like this. Here. Okay. Lass mich das nur so hier markieren. Okay, and but is the decree already taken away? Aber ist der Dekret bereits entfernt worden? No. Nein. Right? But they're already saying they most likely will pause it. Aber Okay. sie sagen, dass die es höchstwahrscheinlich Aussetzen werden. aussetzen werden. Yes. Okay, so this would then mark this point. Das Right? würde denn diesen Punkt markieren. This is this point I was making this morning. Because I know what you're saying in this bit. Because, I don't know if you're going there, but you have the 6 years captivity, Mhm. but at the end of the 6th year, you're set free, but Yes. you're not free Exactly. until till the ones that were bringing on you get punished. Mhm. So, this is what I'm saying, that they're not punished yet, they're just fighting. Also das, was ich heute Morgen gesagt habe, du bist freigelassen am Ende der 6. Jahre, aber du bist nicht frei, bis diejenigen, die dich ins Gefangenschaft gehalten haben, bestraft würden. Das ist am Ende. So in a sense, at the moment when we apply it now to our line, In okay, dem Sinne, wenn wir das unsere Linie anwenden, so that would mark this vaccination mandate. das Okay, würde dann diesen Impfzwang markieren. and this is the cause for this current war. Und Okay, dies ist die Ursache dieses gegenwärtigen Krieges. because we understand whenever they make the decree, the trouble follows. Okay, Wir verstehen, wenn immer diesen Dekret erlassen, dann folgt das Trübsal, seventh plague. die Right? 7. Plage. Okay, so and therefore we see at the moment brother against brother, Also deswegen Okay. können wir gerade jetzt Brüder gegen Brüder sehen. but also what do we understand when the seventh plague comes? Aber auch, was verstehen wir, was geschieht, wenn der 7. Plage anbricht? For some already, in a sense, they're set free, but it's not until the end of the 7th year you're set free. Also Right? einige sind im Sinne freigelassen worden, aber es ist nicht bis zum Ende der 7. Plage, dass alle frei sind. Yeah. So, and for instance, the announcement that they cannot really enforce the law was like already a precursor of the deliverance when they will pause it. Okay. Und der Tatsache, dass sie gesagt haben, dass sie diesen Gesetz nicht erzwingen können, war sozusagen ein Precursor, ein Vorgeschmack darauf am Ende, That they will pause it. dass sie es aussetzen werden. Okay, so that's just some thoughts that we need to test. Okay. What it does is it proves that there's only one Sunday law. Also It das just sind gets Gedanken, die wir paused. testen müssen. Also Yes. es gibt nur ein Sonntagsgesetz und es ist eben gebremst. It's Yes. just one Sunday law that gets stopped for a little while, but then it comes back and it's worse than it was Es ist before. nur derselbe Sonntagsgesetz, es wurde nur kurz ausgesetzt, aber dann kommt es wieder schlimmer als zuvor. Yes, exactly. Okay, so and now the vaccination mandate, when it gets paused, is this counter decree, Also der Impfzwang, wenn es ausgesetzt wird, das ist diese Gegendekret. and then you have this little time of peace until it comes back with greater force. Und dann Okay. gibt es diese kleine Zeit des Friedens, bis es wiederkommt mit umso mehr Wucht. You went past the point
Russia has to get punished. Yes. Also der Punkt sollen wir nicht übersehen, dass Russland in diesem Sinne muss bestraft werden. Okay, can you give your reasons? Because the ten kings is the devil, right? It says it's open rebellion. 10 Könige, das ist der Teufel, das markiert offene Rebellion. And the Lord always uses the external to illustrate the Und der internal. Herr benutzt immer das Externe, um das Interne darzustellen. Many times, because there's a man of sin externally, there's a man of sin internally. Viele Typen gibt es, zum Beispiel ein Mensch der Sünde extern und ein Mensch der Sünde intern. So the point is that Russia is like Satan, and all these satellite countries around it are his little children. Es ist wie Russland ist wie Satan und all diese kleinen ehemaligen UdSSR-Länder um ihn herum sind seine kleinen Kinder. But they all want freedom, and he doesn't want them to have freedom. Und sie alle wollen ihre Freiheit, er will sie aber nicht gehen lassen. So he's threatening to keep them in bondage. So er bedroht sie in der Gefangenschaft zu behalten. So they're like having this fight now to break free from the old husband. So sie haben dieses Kampf, dieses Ringen jetzt, wo sie versuchen frei von dem alten Ehemann loszukommen. And that's also typifying what's going to come here for us. Und das schattet auch hier, was für uns hier geschehen wird. Okay, because when that death decree comes, that's your fight. It's your fight to break free from that old husband, and he don't want to let you go. Denn wenn dieses Todesdekret kommt, das ist dein Zeichen, wo du losbrechen musst von diesem alten Ehemann. Er will dich aber nicht losgehen lassen. He's going to get smitten, Und er wird erschlagen werden. just like Mr. Putin is going to get smitten. Yeah, Genauso wie Mr. Putin erschlagen wird. right? He's going to get brought down a peg or two. Er wird ein paar Stufen runtergehauen werden. So the point is that Putin is typifying this head of the south at the moment. Und Putin schattet diesen Haupt des Südens da im Moment. But we know that ultimately that's Biden. Aber wir wissen, dass letztendlich das ist Biden. But he'll get it at the end. Aber Biden wird denselbe am Ende bekommen. So what I'm saying is that this punishment on Putin, right, who was the former leader of this conglomerate of countries, is typifying the punishment on Biden at the end. So, was ich denn damit sage, ist diese Bestrafung auf Putin, der den Haupt von diesem ehemaligen Zusammenschluss von diesen Ländern darstellt, schattet den Bestrafung auf Biden, die am Ende kommen wird. I mean, For us. definitely when you stand here and give the prediction, you will point back Yes. to what happened there, right? So, auf jeden Fall, wenn du hier stehst und die Vorhersage gibst, du wirst hierauf zurückweisen, auf das, was hier geschehen ist. And you will say, look, you made this decree, and look what trouble it caused. Okay. So, schaut mal, ihr habt dieses Dekret erlassen und schaut mal den Trübsal, die es verursachte. So, if you're right, then Putin gets punished here, then you can even point down to this punishment and say, if you don't repent, the same punishment will come upon you. Und wenn das auch richtig ist, dann kannst du auch sagen, schau mal, was für die Strafe auf Putin gekommen ist. Und wenn du nicht Buße tust und das tust hier am Ende, denn am Ende wird derselbe Strafe dich widerfahren. Obviously, this punishment will be more than this punishment. Okay. Natürlich, diese Bestrafung am Ende wird mehr als dies hier werden. Okay. So, I mean, You have to have that principle that the time of peace is always marked by punishment. So man muss dieses Prinzip hochrechthalten, dass der Zeit des Friedens ist immer markiert durch eine Bestrafung. And it's always the oppressor that gets dealt with. Und es ist immer der Unterdrücker, der bestraft wird. okay. Yeah, I mean, I can understand why you say this. Also ich verstehe, warum. I'm open, but I've been looking at it also, and I Also ich verstehe, warum du das sagst. Man sagt, ja, ich bin auch offen, aber ich habe diese Sachen länger But jetzt angeschaut. this with Putin would be like the Lord used now a separate yes, thing from the vaccination mandate to just teach then this principle. This would be right? yes. So, das mit Putin, es werde irgendetwas unabhängig von diesem Impfzwang sein, nur um diesen Prinzip In the sense darzustellen. that Putin was not the one pushing the vaccine on. So, in dem Sinne, Putin war nicht derjenige, der diesen Impfzwang
erzwungen hat, aber er spielt nur die Rolle, eben ein Typ. Yes, but in another sense, he's the oppressor oppressing these other countries. And Aber anders gesehen, er ist wohl der Unterdrücker, der all diese anderen Länder unterdrückt. Yeah, I mean, we just need to wait and see how it plays out, okay? Also wir müssen nur warten und schauen, wie sich dies ausspielt. that's why I've sat Then we will back know more. for Yeah. days now, people asking me questions, and I'm just looking at it, trying to figure it all out in my head. Deswegen seit Tagen, viele Fragen haben die Leute mich gefragt und ich sitze nur zurück und schaue mir das an in aller Ruhe. I'm also totally open. I'm in no way predicting that event. We're just discussing things Also here. keineswegs möchte ich, was ich gerade gesagt habe, als eine Vorhersage geben, sondern wir diskutieren nur diese Sachen und erwägen sie nur. But I'm just taking the principles, and like for instance, 9/11 was something that the Lord did to illustrate as something that's coming, right? So zum Beispiel das 11. September war irgendein Ereignis, die der Herr benutzt hat, um uns darzustellen oder zu zeigen, was kommen wird. So although we are not given a prediction here, we should already be able to work out by principle, because we know what's coming and we know what's in the past, we should already be able to work out by principle roughly what this represents. Und obwohl wir hier keine Vorhersage geben, basierend auf das, was wir wissen, was in der Zukunft kommt und das, was in der Vergangenheit geschehen ist, auf Prinzip basiert, sollten wir in der Lage sein, eigentlich das herauszuarbeiten, was hier geschieht. And when those things solidify, we will see it clearly and it will strengthen our faith. Und wenn diese Sachen tatsächlich zustande kommen, dann werden wir das klarer sehen und es wird unsere Glaube stärken. Yes. Okay. So, but definitely what we can see here is this brother against brother. Aber Okay. auf jeden Fall, was wir hier sehen können, ist diese Brüder gegen Brüder. And that we also know that we are just before when they want to make this counter decree. Okay. Und wir wissen, dass die kurz davor stehen, wo sie diese Gegendekret erlassen wollen. So therefore, this would then really mark this little time of peace. Das würde auf jeden Fall diese kleine Zeit des Friedens markieren. But then we can know that this is just pause and it will definitely come back, and then it will be beginning our test. Aber wir wissen, dass das nur eine Pause ist. Es wird auf jeden Fall wiederkommen und damit beginnt unsere Test. Okay, Mary, go ahead. If you're saying this, then we did not arrive yet at the real time of peace. No, what I said is for one group it already started. Okay. Also für die eine Gruppe ist es bereits angefangen. Yeah, in a sense that one group already gets delivered at the beginning of the seventh Zum plague. Beispiel, dass eine Gruppe bereits am Anfang der 7. Plage befreit Well, wird. we're not under any restrictions really. So, gerade Nearly all the jetzt, countries are removing every restriction. It's practically gone. Most gerade countries. jetzt sind wir nicht so unter irgendwelche Einschränkungen. Fast jeder Land der Welt haben ihre oder im Prozess ihre Einschränkungen zu entfernen. But So- that point that I made this morning is, it might look like you're free, but you're not free until the oppressor gets punished. Und der Punkt, den ich heute Morgen gemacht habe, es scheint so, als wärst du frei, aber du bist nicht wirklich frei, bis der Unterdrücker bestraft wird. So there has to be an external punishment to mark the time of peace. So, es muss eine externe Bestrafung geben, um diese Zeit des Friedens zu markieren. And it's all about this decree, right? Es handelt sich alles über diese Dekret. So the decree begins the trouble, Dekret fängt der Trübsal and an the decree ends the trouble. und der Okay? Dekret beendet der Trübsal. So and the only reason why now this Russia-Ukrainian conflict came about is because of this decree they made. Der Okay? einzige Grund, weshalb diese Russland-Ukraine-Krise herbeigeführt wurde, ist gerade wegen dieser Dekret, die sie erlassen haben. And therefore now brother against brother can be seen. So, Okay. Deswegen Brüder gegen Brüder kann gesehen So and when we werden. come here to the end, So, right? wenn wir hier zum Ende ankommen, So the first group, für die erste Gruppe, is the first group set free here? ist die erste Gruppe hier freigelassen At the und end of freigesetzt worden. Yes, Am right? Ende des Testes, You ja. still need to go forward, and for them the decree is still in place, Aber right? du musst immer noch vorangehen und für diejenigen in dieser Zeit, das Dekret ist noch, Well, they're still bound by sin. oder die sind immer noch gebunden. Yes, Durch but also the decree is taken away at the end. Aber das Dekret ist am Ende weggenommen. So therefore, for you, they cannot touch you. Für dich hier, die können dir in dieser Zeit nichts anhaben.
But for them, they still need to get tested, right? In this Aber time. für die anderen in dieser Zeit, sie mussten noch den Test durchgehen. And the counter decree is always marked when punishment. Und das Gegendekret ist immer markiert, wenn die Bestrafung ausgeübt wird. Okay, so therefore, like fully, the little time of peace is when they pause the decree. So, deswegen vollständig, das kleine Zeit des Friedens kommt an, wenn sie diese Dekret aufheben. Okay, so because it's all about the decree. Denn es Okay. handelt sich alles um der Dekret. Yes, everybody can follow. Kann jeder folgen? So, alright. So, and we will see the next days how it all plays out. Okay, Und in den kommenden Tagen werden wir auf jeden Fall sehen, wie sich das alles ausspielt. and then we can look back and we can analyze it, and then we can obviously understand things even more. Und dann können wir zurückschauen, es analysieren und dann werden wir die Sachen viel schärfer verstehen. Okay. So, but the pattern is very clear, right? Aber der Muster ist eben It's klar. all about this decrees. Es handelt sich alles um den Dekret. It starts and it ends the trouble. Was beginnt und was beendet, Zeit des Trübsals. Amen? Amen. Okay. Then let's close with prayer. Dann lass uns Gebet abschließen.